DDR-Museum Dr. Wolle. Frag Dr. Wolle. War die Jugendweihe eigentlich Pflicht für alle Jugendlichen oder war die Teilnahme freiwillig? Wie kommt es, dass die Jugendweihe in den Ländern der ehemaligen DDR heute noch so verbreitet ist? Ja, ich blätter hier in Weltall, Erde, Mensch. Das Buch, was jeder Jugendweiheling damals bekommen hat, als ich Jugendweihe machte. Und es hat mich fasziniert. Ich kann es nicht anders sagen. Wenn ich heute daran blättere, staune ich. Da steht eine Menge drin über die Geschichte der Menschheit, vom Neandertaler bis zum Sozialismus. Später gab es dann die anderen Bücher. Vom Sinn unseres Lebens war das letzte und vorher der Sozialismus deiner Welt, die viel politischer noch gewesen sind. Dabei war die Jugendweihe gar nicht eine DDR-Erfindung. Die hat es schon seit dem 19. Jahrhundert gegeben. Die wurde von der Freidenkerbewegung initiiert, um den Jugendlichen, die konfessionell nicht gebunden waren, einen würdigen Eintritt ins Erwachsenenalter zu bieten. Die DDR griff das seit 1954 wieder auf, mit einer deutlich antikirchlichen Spitze. Man wollte die kirchlichen Rituale, also die Konfirmation oder die Firmung, sozusagen konterkarieren durch eine weltliche, marxistische, sozialistische Feier. Es war nie wirklich Zwang, es war formal keine Pflicht, aber wer nicht in der Jugendweihe teilnahm, musste damit rechnen, dass er sehr stark benachteiligt wird bei dem Übergang zur erweiterten Oberschule, das heißt zur Abiturstufe, was heute das Gymnasium ist, und später natürlich dadurch die Chance nicht mehr hat, zu studieren und qualifizierte Berufe zu ergreifen. Nach und nach wurde die Jugendweihe immer populärer. Die Verwandtschaft kam zusammen, es gab viele Geschenke, es gab eine große Feier. Manche tranken bei der Gelegenheit den ersten Schnaps oder das erste Bier oder rauchten die erste Zigarette. Die Jungs hatten in der Regel bei dieser Gelegenheit zum ersten Mal einen Anzug an mit Schlips und Kragen und die Mädchen machten sich fein, sodass die Jugendweihe bei vielen einfach in guter Erinnerung geblieben ist als ein schönes Familienfest. Es war schon eigentlich vor 1989 weitestgehend entpolitisiert. Die politischen Bekenntnisse, die hatte man ja sowieso jeden Tag, die nahm niemand mehr so richtig ernst. Es war eine schöne Familienfeier, die dann eben auch bruchlos die Wende von 1989 überstanden hat und bis heute in den neuen Bundesländern von vielen Jugendlichen und ihren Eltern gerne gefeiert wird. Im Vorfeld der eigentlichen Jugendweihe wurde monatlich eine sogenannte Jugendstunde veranstaltet. Wir haben da verschiedene Betriebe besichtigt, an einem Prozess teilgenommen und haben unter anderem die Komische Oper besichtigt. Schreibt ihr einfach mal einen Kommentar dazu, wie ihr diese Jugendstunden erlebt habt, ob das auch so relativ unpolitisch und interessant war oder ob da die reine Agitation gemacht wurde. Wenn ihr selbst noch Fragen an mich habt, dann schreibt mir bitte diese in die Kommentare. Ich freue mich auf euren Beitrag. Wenn ihr keine Folge von Frag Dr. Wolle verpassen wollt, dann klickt bitte auf Abonnieren.